Du kennst das Spiel. Du hast es geschafft. Du bist an der Spitze der Nahrungskette in der digitalen Welt. 10.000 Euro brutto im Monat. In Deutschland gehörst du damit zur oberen Mittelschicht. Du bist ein Leistungsträger und zählst zu den Top 10% der Einkommensteuerzahler. Du hast den Code geknackt, den Traum verwirklicht, den alle wollen. Aber an einem regnerischen Dienstag im November sitzt du in deiner teuren Wohnung in Hamburg oder München, schaust auf deine Gehaltsabrechnung, die von Steuern und Abgaben zerfressen wurde, und dann auf deine Ausgaben. Und du fragst dich, ist das wirklich alles? Nach der horrenden Miete oder der noch horrenderen Hypothek für ein Haus, das kleiner ist, als du es dir erträumt hast, nach den Leasingraten für das Auto, das im Stau steht, nach den unzähligen Kosten eines guten Lebens in Deutschland, was bleibt am Ende übrig? Ein bisschen was zum Sparen, sicher. Das Gefühl, es geschafft zu haben. Aber auch das leise, nagende Gefühl, in einem goldenen Hamsterrad zu rennen. Schneller als alle anderen, ja, aber immer noch im Kreis. Du arbeitest, um einen Status aufrechtzuerhalten, der dir von einer Gesellschaft auferlegt wurde, die Reichtum in Quadratmetern und Pferdestärken misst, aber nicht in Lebenszeit. Was, wenn ich dir sage, dass dein Einkommen, dein hart erarbeiteter Status in einem anderen Teil der Welt nicht nur für ein gutes Leben reicht? Was, wenn ich dir sage, dass es dich nicht nur in die obere Mittelschicht, sondern direkt in die Elite katapultiert? Was, wenn ich dir sage, dass du mit demselben Geld, für das du in Deutschland hart arbeitest, um deinen Status zu halten, in Lateinamerika wie ein König leben kannst? Das ist keine Übertreibung. Das ist die unglaublich befreiende, wunderschöne Wahrheit der geografischen Arbitrage. Du verdienst dein Geld in der starken, stabilen Währung Europas und lebst in einer Welt, in der dieses Geld eine fast schon absurde Kaufkraft entfaltet. Lass uns dieses Gedankenspiel konkret machen. Nehmen wir an, du bist nicht mehr angestellt, sondern Freelancer und stellst 10.000 Euro im Monat in Rechnung. Von denen werden dir dank eines cleveren Setups auch keine oder nur geringe Steuern abgezogen. Du landest zunächst in Curitiba, Brasilien, eine der entwickelsten und lebenswertesten Städte des ganzen Landes. Deine 10.000 Euro sind dort über 50.000 brasilianische Reais wert. Was bedeutet das? Es bedeutet, du gehörst zu den obersten 1%. Es bedeutet, du hast eine monatliche Liquidität, von der die lokale, oft landbesitzende, aber bargeldlose Oberschicht nur träumen kann. Du spielst in einer völlig anderen Liga. Lass uns eine Woche in deinem neuen Leben malen. Du wachst nicht in einer 90 Quadratmeter Wohnung auf. Du wachst in deinem weitläufigen Penthouse in Batel oder Ecoville auf, den besten Vierteln der Stadt. Du trittst auf deine riesige Terrasse, die groß genug für eine Party mit 50 Leuten ist, blickst über die Skyline und trinkst einen perfekten Kaffee, den deine festangestellte Haushälterin für dich zubereitet hat. Sie kümmert sich um die Wäsche, die Reinigung, die Einkäufe. Sie organisiert den Handwerker. Deine Zeit gehört wieder dir. Für dein Geschäft, deine Familie, für dich. Du musst zu einem Meeting. Du gehst nicht zur U-Bahn. Dein privater Fahrer wartet unten in einer gepanzerten Limousine, um dich entspannt und sicher durch die Stadt zu fahren. Nach ein paar Stunden produktiver Arbeit an deinem Laptop, vielleicht in einem schicken Coworking Space, gehst du in eines der besten Restaurants der Stadt zum Mittagessen. Du bestellst, ohne auf die Preise zu schauen. Den Nachmittag verbringst du nicht damit, dich durch den Feierabendverkehr zu quälen. Du fährst in deinen privaten Country Club. Du spielst eine Runde Tennis mit einem lokalen Unternehmer, schwimmst ein paar Bahnen im Pool oder knüpfst Kontakte mit den einflussreichsten Leuten der Stadt. Deine Kinder? Sie sind in der besten internationalen Privatschule der Stadt, wo sie 3 Sprachen lernen und auf eine globale Zukunft vorbereitet werden. Wenn jemand krank wird, gehst du in das beste private Krankenhaus mit erstklassigen Ärzten und ohne Wartezeit. Du lebst in einer Blase aus Komfort und Sicherheit, die für 99% der lokalen Bevölkerung unerreichbar ist. Du bist nicht mehr nur wohlhabend. Du bist Teil der sichtbaren Elite der Gesellschaft. Jetzt kommt die brutale Wahrheit, die Black Pill. Die obere Mittelschicht in Lateinamerika lebt heute oft besser als die obere Mittelschicht in der ersten Welt. Lass uns das vergleichen. Hans in Hamburg, IT-Berater, 10.000 Euro brutto. Nach Steuern bleiben ihm vielleicht 5.500 Euro netto.
Davon gehen 2.500 Euro für die Hypothek seines Reihenhauses in einem Vorort ab, 800 Euro für die Leasingraten der beiden Autos, die man braucht, um zur Arbeit zu kommen. Die Kinder sind in der guten, aber überfüllten staatlichen Schule. Eine festangestellte Haushälterin ist unbezahlbarer Luxus. Am Ende des Monats hat er vielleicht 500 Euro gespart, wenn nichts dazwischen kam. Er ist bis über beide Ohren verschuldet und rennt, um mit den Nachbarn mitzuhalten. Und du? In Medellin, Kolumbien. Zahlt 1.000 Euro netto aus deinem Freelance-Geschäft. Du zahlst 1.500 Euro Miete für ein luxuriöses Penthouse in Laureles. 500 Euro für deine Haushälterin, die auch kocht. 800 Euro für die Privatschule deiner beiden Kinder. 400 Euro für den Country Club. Du machst jedes Jahr mehrere große Reisen mit der Familie. Und am Ende des Monats hast du immer noch 5.000 Euro übrig, die du sparst und investierst. Wer ist hier wirklich reicher? Du siehst also den Unterschied. Du siehst die Tausenden von Euros, die am Ende des Monats übrig bleiben. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage. Wie stellst du sicher, dass sie auch wirklich dir gehören? Der größte Fehler, den du machen kannst, ist zu glauben, du könntest einfach mit deinem Laptop in ein Land spazieren, dort 12 Monate am Strand sitzen und dein europäisches Einkommen behalten. Das ist ein Anfängerfehler, der dich ruinieren wird. Denn lass dich nicht täuschen. Die meisten dieser Länder sind keine Steueroasen. Ihre Einkommenssteuersätze für Ansässige können brutal sein und deine gesamten Vorteile zunichte machen. Um dein Königreich zu schützen, gibt es grundsätzlich 2 strategische Wege. Welchen du wählst, hängt von deinem Lebensstil ab. Der Weg Nummer 1 ist der des ewigen Reisenden, des digitalen Phantoms. Die Regel hier ist einfach. Du bleibst nie lange genug in einem Land, um für das lokale Steuersystem greifbar zu werden. Die meisten Länder machen dich nach 6 Monaten im Jahr zum Steuerpflichtigen. Du tanzt um diese Regel herum. 5 Monate in Kolumbien, 3 in Brasilien, 4 in Mexiko. Dein Einkommen fließt in deine Firma in einer Null-Steuer-Jurisdiktion. Und da du nirgendwo ansässig bist, zahlst du auf deine Entnahmen oft gar keine Einkommenssteuer. Du bist ein Geist, frei, aber immer in Bewegung. Aber das ständige Reisen ist anstrengend und nicht für jeden. Vielleicht willst du eine Heimatbasis, einen Ort, an dem deine Kinder zur Schule gehen. Das ist Weg Nummer 2. Der des Stützpunktstrategen. Der wahre König baut eine Festung. Und deine Festung ist eine intelligente Firmenstruktur. Das ist die entscheidende Säule. Dein Geld fließt nicht zu dir als Privatperson in Kolumbien. Es fließt in deine steueroptimierte Firma, die in einer Jurisdiktion wie den VAE oder Singapur angesiedelt ist, außerhalb des Zugriffs lokaler Behörden. In diesem Szenario wirst du zum Beispiel in Kolumbien steuerpflichtig. Aber nur auf das, was du dir auszahlst. Deine Firma zahlt dir dann ein Gehalt. Gerade genug, um königlich zu leben, aber nicht genug, um die hohen lokalen Steuersätze zu füttern. Du hast eine Firmenkreditkarte, die du für viele Ausgaben des täglichen Lebens verwenden kannst. Die Firma zahlt auch deine Miete und die Schulgebühren. Und das alles, während dein Vermögen sicher und steuerfrei in deiner unternehmerischen Festung wächst. Das ist der Unterschied zwischen einem reichen Touristen und einem wahren globalen Souverän. Du nutzt die Schönheit und die niedrigen Lebenshaltungskosten Lateinamerikas, aber du unterwirfst dich nicht ihren oft ineffizienten und gierigen Steuersystem. Natürlich, und das muss gesagt werden, hat dieses Leben in Lateinamerika auch seine Nachteile. Du tauschst die sterile, vorhersehbare Sicherheit Deutschlands gegen eine pulsierende, unvorhersehbare, aber unendlich viel lebendigere Realität. Du musst dich mit Sicherheitsfragen auseinandersetzen, mit einer manchmal frustrierenden Bürokratie, mit einer Infrastruktur, die nicht immer funktioniert. Aber das ist der Preis für die Freiheit. Und dieser Code, dieses Lebensmodell, funktioniert nicht nur in Curitiba. Es ist ein Muster, das du auf dem ganzen Kontinent anwenden kannst, wenn du weißt, wo du suchen musst. Die zeitlose, europäische Eleganz von Recoleta in Buenos Aires, der kalifornische Vibe von Miraflores in Lima, mit seinen Klippen über dem Pazifik und der Weltklasse-Küche, die authentische Coolness von Laureles in Medellin, die Macht und der Ehrgeiz von Itaimbibí in São Paulo. Jedes dieser Viertel ist eine Oase, eine Startrampe für dein neues Leben. Am Ende ist die Wahl deines Stützpunktes mehr als nur eine Entscheidung auf einer Landkarte. Es ist eine zutiefst persönliche Offenbarung.
Lateinamerika ist kein sanftes, homogenes Paradies. Es ist ein wilder Kontinent voller Extreme und das Viertel, das du wählst, ist der Spiegel deiner eigenen Ambitionen und deiner Seele. Der Code, den ich dir gegeben habe, ist also mehr als eine Liste von Orten. Es ist eine Abkürzung. Es ist das hart erkaufte Wissen, das dich vor den teuren Fehlern, der verlorenen Zeit und dem gebrochenen Herzen bewahrt, das so viele erleiden, die diesem Kontinent naiv begegnen. Denn darum geht es am Ende. Es geht nicht darum, dem alten Leben zu entfliehen, sondern darum, ein neues, besseres Bewusst zu erschaffen. Es ist der letzte, entscheidende Schritt, um die Fesseln des 9-zu-5 Lebens endgültig abzustreifen und nicht nur zu arbeiten, um zu überleben, sondern zu leben, um zu fühlen. Wähle also nicht nur einen Ort, wähle deine Arena, wähle dein Abenteuer, wähle dein Leben. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.